Gerade jetzt stehen über 20 Milliarden Dollar an kanadischen Exporten vor einer 5-0 P Rosent Zollmauer und Mark Carney hat gerade einen Schritt gemacht, den Washington nicht kommen sah. Und heute erklären wir genau, warum. Bevor wir einsteigen, abonniert den Kanal, damit ihr kein Update verpasst. Dieser Kanal heißt Wealth Hack und wir analysieren echte Marktbewegungen. Jetzt schauen wir uns genau an, was Mark Carney gerade Trump angetan hat. Die Vereinigten Staaten waren schon immer Kanadas größter und engster Handelspartner. Aber seit Anfang 2025 steht diese Beziehung unter ständig wachsendem Druck. Donald Trump verhängte einen umfassenden 2,5 P Rosent Zoll auf die meisten kanadischen Waren. Kanada gab nicht nach und schlug schnell und mit echter Kraft zurück. Ottawa verhängte Gegenzölle im Wert von 30 Milliarden Dollar auf amerikanische Produkte. Die amerikanischen Weinimporte nach Kanada brachen fast sofort um mehr als 80% ein. Dann kamen die Autozölle und der Schaden wurde sofort spürbar und schmerzhaft. Stellantis legte sein riesiges Werk in Windsor still und ließ 3.200 Autoarbeiter ohne Job zurück. Diese einzige Entscheidung erschütterte fast über Nacht die Wirtschaft Ontarios und es tat weh. Bis Juli 2025 drohte Trump mit einem pauschalen Zoll von 35%. Carneys Antwort war unverblümt. Er sagte, Kanada werde diesen Kampf gewinnen. Punkt. Vorspulen zu 2026 und der Druck eskalierte weiter, nicht weniger. Im Juli drohte Trump mit einem gewaltigen 5-0 P Rosent Zoll auf kanadische Waren. Diesmal galt das Ziel Waren, die unter Nordamerikas Handelsabkommen fallen. Die neuen Zölle würden über 20 Milliarden Dollar an kanadischen Exporten treffen. Ontario, Quebec und British Columbia würden den größten Teil des Schadens tragen. Kanadas Premierminister versammelten sich in Charlottetown, um gemeinsam eine koordinierte nationale Antwort zu planen. Ontarios Premier, Doug Ford, drängte auf eine deutlich aggressivere Gegenstrategie. Ford wollte kanadische Kalisalze und Öl zurückhalten, um Washington unter Druck zu setzen. Carney sagte, Kanada lasse diesmal nichts vom Tisch. Er nannte es eine Strategie, Verhandlungen zu intensivieren und gleichzeitig echte Vergeltung vorzubereiten. Aber hier überraschte Carneys Schachzug Handelsbeobachter in ganz Washington wirklich. Während Trump mit Zöllen drohte, baute Carney still und leise anderswo Einfluss auf. Kanada hatte direkt mit Festlandchina ein neues Handelsabkommen verhandelt. Dieser eine Schritt sandte ein klares Signal, das Washington nicht hören wollte. Trump drohte angeblich mit 1,00 P Rosent Zöllen, sollte Carney den China-Deal nicht fallen lassen. Er zog auch Kanadas Einladung zu seinem sogenannten Board of Peace zurück. Es war eine klare Botschaft. Bestrafung dafür, sich zu diversifizieren, zu trauen. Carney knickte nicht ein und zog sich nicht öffentlich vom Deal zurück. Stattdessen verhandelte er weiter mit Washington und hielt gleichzeitig die China-Option im Leben. Das ist die Strategie, die niemand in Washington von einem Zentralbanker erwartet hätte. Carney verbrachte Jahrzehnte damit, Zentralbanken zu leiten, nicht politische Kampagnen oder Handelskriege. Er leitete die Bank of Canada, dann die Bank of England. Dieser Hintergrund prägte, wie er diese gesamte Handelskonfrontation mit Trump anging. Statt emotional zu reagieren, behandelte Carney Zölle wie eine reine wirtschaftliche Rechnung. Im Januar 2026 hielt Carney eine pointierte Rede beim World Forum. Analysten lasen darin eine verhüllte, aber unmissverständliche Rüge an Trumps Politik. Er nannte Trump nie direkt beim Namen, aber jeder im Raum verstand es genau. Das ist die Art von Zurückhaltung, die Carneys gesamten Umgang mit Washington kennzeichnet. Er hebt selten die Stimme, aber jeder seiner Schritte hat Gewicht. Währenddessen wechselten Trumps Zolldrohungen fast täglich und schufen Chaos für Unternehmen. Doug Ford brachte es einfach auf den Punkt. Trump ändert seine Meinung ständig und täglich. Diese Unberechenbarkeit ist es, wovor Unternehmen auf beiden Seiten der Grenze Angst haben.
Jede verzögerte Entscheidung kostet echtes Geld, echte Arbeitsplätze und echtes Anlegervertrauen. Der Premier von British Columbia sagte, allein die Unsicherheit schade bereits lokalen Unternehmen erheblich. Er sagte, je früher dieser Streit endet, desto besser für alle Beteiligten. Manche Provinzen weigerten sich, amerikanischen Alkohol überhaupt wieder in die Regale zu stellen. Diese symbolische Haltung zeigte, wie tief die Frustration gegenüber Washington geworden war. Währenddessen telefonierten Carney und Trump am 21. Juli 2026 direkt miteinander. Beide Staatschefs einigten sich darauf, die Handelsgespräche vor der 5-0 Prozent-Frist zu beschleunigen. Carney nannte es Fortschritt, warnte aber, dass jede Option auf dem Tisch bleibe. Dieses Gleichgewicht, kooperativ, aber entschlossen, hat seine Strategie von Anfang an geprägt. Anders als Trumps öffentliche Drohungen verhandelt Carney leise und lässt die Zahlen sprechen. Das ist eine Lektion, die jeder Investor, der diesen Handelskrieg genau verfolgt, beachten sollte. Denn Zölle treffen nicht nur Regierungen, sie treffen Unternehmen und echte Menschen. Die Arbeiter von Stellantis in Windsor spürten diese Auswirkung, bevor irgendeine Schlagzeile den Grund erklärte. Kanadische Weinhändler, Milchbauern und Holzproduzenten spürten es alle direkt. Auf amerikanischer Seite verloren Exporteure den Zugang zu einem ihrer Märkte. Der 80-prozentige Rückgang bei Weinimporten allein kostete amerikanische Produzenten Umsatz. Multipliziert man das über Milchprodukte, Stahl, Aluminium und Holz, summieren sich die Verluste. Ökonomen nennen dies mittlerweile einen der teuersten Handelskriege seit Jahrzehnten. Aber die eigentliche Geschichte ist nicht nur der Schmerz, sondern wie Carney reagierte. Er begegnete Trumps aggressiver Rhetorik nicht mit ebenso aggressiver öffentlicher Rhetorik. Stattdessen baute er stillen Einfluss durch Diversifizierung, Geduld und kalkulierten wirtschaftlichen Druck auf. Der China-Handelsdeal war kein Zufall. Er war eine Antwort auf die Überabhängigkeit. Jahrzehntelang schickte Kanada etwa 75% seiner Exporte nach Amerika. Diese Art von Abhängigkeit gab Washington enormen Einfluss auf die kanadische Handelspolitik. Carney verstand diesen Hebel besser als fast jeder andere, gegeben seinen wirtschaftlichen Hintergrund. Anstatt also nur härter zu verhandeln, änderte er die gesamte Verhandlungsstruktur. Indem er echte Alternativen eröffnete, schwächte er Amerikas größten Verhandlungstrumpf fast augenblicklich. Plötzlich verhandelte Trump nicht mehr nur mit einem Nachbarn, der verzweifelt Zölle vermeiden wollte, sondern mit einem Land, das endlich echte Optionen hatte. Diese Verschiebung des Kräfteverhältnisses ist es, was Beobachter in ganz Washington wirklich schockierte. Es war kein lauter Schritt, aber ein unglaublich strategischer. Genau das ist die Art von Schritt, auf die die Märkte begannen, genau zu achten. Jeder Handelsdeal, den Carney anderswo abschließt, schwächt Trumps Zollhebel noch weiter. Das ist die eigentliche Geschichte hinter diesen Schlagzeilen, nicht nur Zölle und Drohungen. Es ist eine Geschichte darüber, wie stille Strategie lauten politischen Druck überdauern kann. Für Investoren ist diese Unterscheidung wichtiger als jede einzelne Zollschlagzeile. Denn Märkte reagieren nicht nur auf Drohungen, sie reagieren auf sich verschiebende Machtverhältnisse. Und gerade jetzt verschiebt sich das Kräfteverhältnis auf eine Weise, die die meisten Menschen noch nicht bemerkt haben. Genau das werden wir als nächstes Stück für Stück aufschlüsseln. Wir gehen auf die Zahlen ein, die Frist und was passiert, wenn die Gespräche scheitern. Bleibt dran, denn was als nächstes kommt, verändert alles, was ihr wisst. Schauen wir uns also genau an, was passiert, wenn diese Handelsgespräche vollständig zusammenbrechen. Die von Trump gesetzte Zollfrist zielt speziell auf Waren ab, die unter Nordamerikas bestehendem Handelsabkommen fallen. Dieses Abkommen, bekannt als USMCA, sollte zollfreien Handel garantieren. Ein 5-0 Prozent Zoll auf betroffene Waren würde diesen gesamten Rahmen effektiv aushöhlen. Ökonomen schätzen, dass die Auswirkungen auf beiden Seiten durch die Lieferketten schwappen könnten. Autoteile allein überqueren die kanadisch-amerikanische Grenze mehrfach vor der Endmontage.
Jede Grenzüberquerung unter einem 5-0 P Rosenzoll bedeutet massive, sich aufsummierende Kostensteigerungen. Das heißt, am Ende könnten amerikanische Autokäufer den Preis zahlen. Stellantis hat bereits bewiesen, dass dies keine Theorie ist. Es passiert bereits in Echtzeit. Die Schließung des Werks in Windsor war keine Warnung. Sie war eine Vorschau auf die Konsequenzen. Fords Autowerke, GMs, kanadische Betriebe, alles in ähnlicher Zollexposition ausgesetzt. Deshalb ist Carneys Strategie mehr als nur ein einfacher politischer Showdown. Schützt nicht nur kanadische Arbeitsplätze. Schützt eine integrierte nordamerikanische Industrie. Zölle in dieser Größenordnung respektieren keine Grenzen. Sie treffen gemeinsame Lieferketten gleichermaßen. Das ist eine Tatsache, die Washingtons eigene Hersteller hinter verschlossenen Türen still anerkannt haben. Branchenverbände auf amerikanischer Seite haben wiederholt gegen diese Zölle lobbyiert. Sie verstehen, was Politiker manchmal vergessen. Integration wirkt wirtschaftlich in beide Richtungen. Währenddessen kosteten Kanadas Gegenzölle amerikanischen Produzenten bereits echten, messbaren Marktanteil. Dieser 80-prozentige Rückgang bei Weinimporten war kein Rundungsfehler. War spürbar. Kalifornische Winzer spürten diesen Verlust direkt in entgangenen Verkäufen und Verträgen. Milch, Holz- und Stahlproduzenten auf amerikanischer Seite spürten ähnlichen Druck. Das ist der Teil, den die meisten Schlagzeilen auslassen. Zölle wirken nie nur in eine Richtung. Jeder Zoll, den Trump verhängt, schafft irgendwo in der amerikanischen Wirtschaft einen gespiegelten Kosten. Carney verstand diese Dynamik und baute seine gesamte Strategie um diesen Hebel herum auf. Statt den Druck einfach nur zu absorbieren, sorgte Kanada dafür, dass Washington echten Schmerz spürte. Das ist klassisches Zentralbankerdenken. Anreize verstehen, dann Druck präzise anwenden. Carney verbrachte Jahre damit, genau zu studieren, wie wirtschaftlicher Druck politisches Verhalten verändert. Hat sich diese Strategie nicht ausgedacht, hat sie auf Jahrzehnten Erfahrung aufgebaut. Das ist ein ganz anderer Ansatz als reaktive, schlagzeilengetriebene Handelspolitik. Und genau deshalb hat sich dieser Handelskrieg länger hingezogen als erwartet. Trump erwartete schnelle Zugeständnisse, aber Carney weigerte sich, unter öffentlichem Druck einzuknicken. Stattdessen baute Carney weiter Alternativen auf, während die Kommunikationskanäle mit Washington offen hielt. Der China-Handelsdeal ist das klarste Beispiel für diesen doppelgleisigen Ansatz. Kanada gab die amerikanische Beziehung nicht auf, es hörte einfach auf, vollständig von ihr abhängig zu sein. Das ist eine subtile, aber unglaublich wichtige Unterscheidung dafür, wie Verhandlungen tatsächlich funktionieren. Wenn eine Seite keine Alternative hat, hat sie fast keinen echten Verhandlungshebel. Wenn beide Seiten Alternativen haben, werden Verhandlungen wirklich ausgewogen statt erzwungen. Carney konstruierte dieses Gleichgewicht bewusst und Washington passt sich immer noch daran an. Deshalb war der Telefonanruf vom 21. Juli wichtiger, als die Schlagzeilen vermuten ließen. Dass sich beide Staatschefs einigten, die Gespräche zu intensivieren, war kein Sieg, es war eine Neuausrichtung. Trump erkannte, dass Drohungen allein nicht die Zugeständnisse erzwangen, die ursprünglich erwartet hatte. Carney erkannte, dass Kooperation immer noch wichtig war, selbst während andere Optionen offen hielt. Das ist keine Schwäche. Das ist genau, wie erfahrene Verhandler anhaltende wirtschaftliche Konflikte managen. Währenddessen drängten Kanadas Premierminister weiterhin auf eine einheitliche, koordinierte nationale Antwortstrategie. Doug Fords Drängen darauf, Kalisalze und Öl zurückzuhalten, repräsentierte den aggressiven Flügel. Andere Premierminister bevorzugten einen maßvolleren, verhandlungsorientierten Ansatz statt Eskalation. Carney musste diese konkurrierenden Kräfte ausbalancieren, während das ganze Land vertrat. Das ist keine kleine Aufgabe, gegeben, wie unterschiedlich jede Provinz vom Handel abhängt. Ontarios Wirtschaft stützt sich stark auf Autos, während Alberta von Energieexporten abhängt. Quebecs Aluminiumindustrie hat eine andere Exposition als British Columbias Holzsektor.
Carneys nationale Strategie musste all diese regionalen Unterschiede gleichzeitig berücksichtigen. Das ist mit ein Grund, warum sein Ansatz breiten Einfluss gegenüber sektorspezifischen Drohungen bevorzugte. Die Diversifizierung von Handelsbeziehungen hilft jeder Provinz, unabhängig davon, was sie exportiert. Das ist eine nachhaltigere Strategie, als Trump Zoll für Zoll direkt zu kontern. Vergeltungszölle schaden auch kanadischen Verbrauchern, da importierte Waren teurer werden. Carney schien zu verstehen, dass Handelskriege auf beiden Seiten Kosten verursachen. Seine Zurückhaltung war nicht passiv. Sie war ein kalkulierter Versuch, den Schaden zu begrenzen. Vergleicht das mit der Rhetorik, die während dieses gesamten Konflikts aus Washington kam. Trump stellte diese Zölle wiederholt als Schutz amerikanischer Arbeiter und amerikanischer Industrie dar. Aber die Schließung des Werks in Windsor legt nahe, dass amerikanische Arbeiter auch nicht vollständig geschützt waren. Integrierte Lieferketten bedeuten, dass Arbeitsplatzverluste auf einer Seite oft auf die andere überschwappen. Das ist die unbequeme Wahrheit, die Zölle in politischen Reden oder Schlagzeilen selten anerkennen. Währenddessen haben Märkte diesen gesamten Konflikt mit wachsendem Unbehagen beobachtet. Unsicherheit selbst verursacht wirtschaftliche Kosten, noch bevor irgendein Zoll tatsächlich in Kraft tritt. Der Premier von British Columbia sagte das direkt. Unsicherheit allein schadete bereits lokalen Unternehmen. Unternehmen verschieben Investitionsentscheidungen, wenn sie nicht wissen, welche Zölle gelten werden. Dieses Zögern summiert sich über die Zeit und verlangsamt das Wachstum auf beiden Seiten der Grenze. Deshalb konzentrieren sich Analysten zunehmend auf Carneys langfristiges Spiel, nicht auf Schlagzeilen. Jeder anderswo abgeschlossene Handelsdeal reduziert Kanadas Exposition gegenüber künftigem amerikanischem Druck. Das ist die eigentliche Kennzahl, die es zu beobachten gilt, nicht die Zolldrohung dieser Woche. Denn Zölle kommen und gehen, aber diversifizierte Handelsbeziehungen halten viel länger. Carney scheint ein längerfristiges Spiel zu spielen, als sein Vorgänger es je tat. Justin Trudeau stand vor ähnlichem Druck, aber ihm fehlte Carneys spezifischer wirtschaftspolitischer Hintergrund. Carneys Jahrzehnte an der Spitze von Zentralbanken gaben ihm Werkzeuge, die den meisten Politikern schlicht fehlen. Er versteht Währungseffekte, Zinsauswirkungen und globale Kapitalflüsse. Diese Expertise prägt jeden Zug, den er in diesen andauernden Handelsverhandlungen macht. Deshalb haben Märkte auch anders auf Carney reagiert, als sie es zuvor getan hätten. Investoren sehen einen Anführer, der dies als wirtschaftliches Problem behandelt, nicht nur als Politik. Diese Unterscheidung ist enorm wichtig, wenn Milliarden Dollar an Handel auf dem Spiel stehen. Wo lässt uns das also mit Blick auf die nächste entscheidende Frist zurück? Die Handelsgespräche intensivieren sich, aber die 5-0 P Rosent-Zolldrohung bleibt aktiv. Nichts wurde trotz des optimistischen Tons dieses Telefonanrufs formell gelöst. Beide Seiten behaupten Fortschritte, aber keine hat ein endgültiges, konkretes Abkommen bestätigt. Diese Unsicherheit allein belastet weiterhin Unternehmen in zahlreichen Branchen. Als nächstes müssen wir uns ansehen, wie eine echte Lösung tatsächlich aussehen könnte. Wir behandeln auch, was mit den Märkten passiert, sollten diese Verhandlungen vollständig scheitern. Bleibt dran, denn der nächste Teil behandelt die Zahlen hinter jedem Szenario. Schauen wir uns an, wie eine echte Lösung dieses Handelskriegs tatsächlich aussehen könnte. Historisch enden große Zollstreitigkeiten auf eine von zwei Arten: verhandelter Deal oder anhaltender Schmerz. Der verhandelte Weg beinhaltet meist, dass beide Seiten öffentlich einen teilweisen politischen Sieg beanspruchen. Trump könnte reduzierte Zölle verkünden und sich dafür feiern lassen, amerikanische Fertigungsjobs geschützt zu haben. Carney könnte einen Deal verkünden und sich dafür feiern lassen, standhaft geblieben zu sein. So enden diese Streitigkeiten oft, wobei beide Seiten politisch das Gesicht waren. Aber der Weg des anhaltenden Schmerzes sieht ganz anders und wirtschaftlich weit kostspieliger aus. Wenn die Gespräche scheitern, tritt dieser 5-0 P Rosent-Zoll planmäßig automatisch in Kraft.
Kanadische Exporteure würden sofortigen Kostenanstiegen bei Milliarden an betroffenen Waren gegenüberstehen. Amerikanische Unternehmen, die kanadischen Stahl, Aluminium und Autoteile kaufen, würden mehr zahlen. Diese Kosten werden typischerweise innerhalb weniger Monate an amerikanische Verbraucher weitergegeben. Ökonomen haben Szenarien modelliert, in denen anhaltende Zölle spürbare Wachstumspunkte kosten. Beide Länder würden im folgenden Jahr wahrscheinlich langsameres BIP-Wachstum sehen. Arbeitsplatzverluste würden nicht nur Kanada treffen. Amerikanische Industriestädte würden es auch spüren. Die Schließung des Werks in Windsor könnte die erste von mehreren ähnlichen Ankündigungen sein. Genau dieses Szenario hat Carney durch sorgfältige Diversifizierung zu vermeiden versucht. Sein China-Handelsdeal ist nicht nur ein Hebel, er ist auch eine echte wirtschaftliche Versicherung. Wenn die amerikanischen Zölle hoch bleiben, braucht Kanada einen anderen Ort, um Waren zu verkaufen. Das ist einfache wirtschaftliche Logik, auch wenn sie Washingtons Verhandlungsposition erheblich frustriert. Währenddessen haben auch die Devisenmärkte auf diese anhaltende Handelsunsicherheit reagiert. Ein langwieriger Handelskrieg schwächt typischerweise den kanadischen Dollar gegenüber dem amerikanischen Dollar. Diese Währungsverschiebung macht kanadische Exporte billiger, aber Importe insgesamt teurer. Es ist ein komplizierter Kompromiss, der Verbraucher auf beiden Seiten direkt betrifft. Carney, gegeben seinen Zentralbank-Hintergrund, versteht diese Währungsdynamiken außerordentlich gut. Das ist mit ein Grund, warum seine öffentlichen Aussagen auch unter Druck gemessen bleiben. Er weiß, dass Märkte auf Ton reagieren, nicht nur auf tatsächliche politische Ankündigungen. Eine einzige unbedachte Aussage könnte Investoren erschrecken und die Währung weiter schwächen. Diese Disziplin ist ein direktes Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung im Management von Zentralbankkommunikation. Vergleicht das mit der Marktvolatilität, die durch unvorhersehbare Zollankündigungen aus Washington ausgelöst wird. Jede plötzliche Trump-Zolldrohung hat historisch sofort kurzfristige Marktnervosität ausgelöst. Investoren hassen Unsicherheit mehr, als sie irgendein bestimmtes bekanntes politisches Ergebnis hassen. Deshalb loben Analysten zunehmend Carneys stetigen, kommunikationsorientierten Verhandlungsansatz. Er ist nicht spektakulär, aber darauf ausgelegt, unnötigen wirtschaftlichen Schaden zu minimieren. Was sollten Investoren und normale Menschen also von nun an tatsächlich beobachten? Erstens, beobachtet, ob die Juli-Einigung, die Gespräche zu intensivieren, echte Ergebnisse liefert. Ein konkretes Rahmenabkommen würde die Marktspannung wahrscheinlich fast sofort lindern. Zweitens, beobachtet, ob Kanada seinen China-Handelsdeal in den kommenden Monaten weiter ausbaut. Jedes neue Abkommen reduziert Kanadas Abhängigkeit vom amerikanischen Markt speziell. Drittens, beobachtet, wie amerikanische Hersteller reagieren, falls der 5.0p Rohcent-Zoll tatsächlich zuschlägt. Widerstand aus der Industrie von Unternehmen wie Stellantis könnte Washington schnell zu einem Kompromiss drängen. Viertens, beobachtet Kanadas Provinzen, da Uneinigkeit Carneys Verhandlungsposition erheblich schwächen könnte. Doug Fords aggressivere Haltung zeigt internen Druck, den Carney ebenfalls managen muss. Fünftens, beobachtet die Devisenmärkte, da anhaltende Zölle typischerweise Wechselkurse spürbar bewegen. Diese 5 Signale zusammen ergeben ein klareres Bild als jede einzelne Schlagzeile. Nun, einen Schritt zurücktretend. Was ist die größere Lektion hier für jeden, der den globalen Handel beobachtet? Handelskriege haben selten einen klaren Gewinner, egal wie Politiker sie öffentlich darstellen. Beide Volkswirtschaften tragen echte Kosten, selbst wenn eine Seite rhetorisch den Sieg beansprucht. Carneys Ansatz deutet auf ein anderes Modell hin. Schaden minimieren, während langfristiger Einfluss aufgebaut wird. Das ist als Schlagzeile weniger befriedigend, aber potenziell effektiver als Strategie. Es spiegelt auch einen breiteren Wandel darin wider, wie kleinere Volkswirtschaften mächtige Nachbarn angehen. Diversifizierung, Geduld und der Aufbau von leisem Einfluss zählen mehr als lauter öffentlicher Widerstand. Länder, die diesen Streit beobachten, machen sich Notizen zu Carneys spezifischem Ansatz.
Andere Nationen, die ähnlichen Zolldrohungen aus Washington gegenüberstehen, könnten ähnliche Strategien übernehmen. Das macht diesen Handelsstreit zu mehr als nur einer bilateralen Angelegenheit zwischen zwei Ländern. Wird zu einer Fallstudie darüber, wie moderne Wirtschaftsdiplomatie tatsächlich funktioniert. Für normale Investoren ist die Erkenntnis einfach. Beobachtet Verschiebungen im Kräfteverhältnis, nicht Schlagzeilen. Zollenkündigungen erregen Aufmerksamkeit, aber die zugrunde liegende Handelsdiversifizierung erzählt die eigentliche Geschichte. Unternehmen mit Exposition gegenüber grenzüberschreitenden kanadisch-amerikanischen Lieferketten bleiben verwundbar. Diversifizierte Unternehmen mit mehreren Marktzugangspunkten überstehen diese Streitigkeiten tendenziell besser. Das ist eine praktische Lektion, die weit über diesen speziellen Kanada-USA-Streit hinaus anwendbar ist. Während sich die Geschichte weiterentwickelt, erwartet weitere Wendungen, bevor eine endgültige Lösung entsteht. Trumps Zollfristen haben sich schon verschoben und sie könnten sich leicht wieder verschieben. Carneys Strategie beruht auf Geduld und Geduld wird während anhaltender Unsicherheit auf die Probe gestellt. Ob dies in einem umfassenden Deal oder anhaltender Spannung endet, bleibt wirklich ungewiss. Klar ist, dass Carney die Verhandlungsdynamik auf reale Weise verändert hat. Hat Trump nicht niedergebrüllt, hat ihn stattdessen durch Wirtschaftsstrategie ausmanövriert. Das ist die eigentliche Geschichte hinter jeder Schlagzeile über diesen andauernden Handelsstreit. Nicht wer lauter droht, sondern wer Einfluss aufbaut, der wirklich länger hält. Und das ist eine Lektion, die es wert ist, sich zu merken, wenn Zollschlagzeilen das nächste Mal die Nachrichten dominieren. Märkte bewegen sich letztlich nach Fundamentaldaten, selbst wenn Politik die kurzfristige Erzählung dominiert. Carneys Zentralbankinstinkte könnten sich als dauerhafter erweisen als Trumps Zolldrohungen. Nur die Zeit und die nächsten Verhandlungsrunden werden dieses Ergebnis bestätigen. Bis dahin zählt jeder Telefonanruf, jede Frist und jeder Deal enorm. Deshalb werden wir diese Geschichte weiter verfolgen, während sich neue Entwicklungen ergeben. Wenn ihr diese Analyse hilfreich fandet, abonniert, damit ihr keine Updates verpasst. Hinterlasst unten einen Kommentar, wer eurer Meinung nach diesen Streit gewinnt. Dieser Kanal heißt Wealth Hack und wir analysieren jede Woche echte Wirtschaftsgeschichten. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Analyse genau hier.